Zurzeit sind die Straßen in Deutschland voll. Mehr als 1 Million Menschen haben in den letzten Wochen gegen die AfD demonstriert. AfD steht für Alternative für Deutschland. Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei in Deutschland. Das bedeutet, dass sie gegen Asylsuchende ist, die unerlaubt nach Deutschland gekommen sind. Vor kurzem hat das Recherchezentrum Correctiv einen Bericht veröffentlicht. Geheimplan gegen Deutschland. In dem Bericht steht, dass sich viele Politiker der AfD und ein paar Politiker der CDU im Geheimen getroffen haben. Zu dem Treffen sollen auch Menschen aus der rechtsextremen Szene gekommen sein. Rechtsextremisten sind gegen die Demokratie. Sie denken, dass das eigene Volk wertvoller ist als andere Völker. Sie verachten Menschen, die nicht zu ihrer Nation gehören. Bei dem Treffen sollen sie geplant haben, wie sie Millionen von Menschen aus Deutschland vertreiben wollen. Das nennen sie Remigration. Vielleicht hast du das Wort in den letzten Wochen gehört. Wenn Rechtsextremisten von Remigration sprechen, meinen sie normalerweise, dass Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen sollen, auch unter Zwang. Konkret gehe es bei dem Treffen um 3 Gruppen, die sie aus Deutschland vertreiben wollen. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Im Grunde gehe es um Menschen, die die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft haben und aus Sicht dieser Gruppe nicht in Deutschland assimiliert, also nicht angepasst sind, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind. Dies wäre ein Angriff auf die Existenz von Menschen. Es wäre ein Angriff auf das Grundgesetz. Denn unser Grundgesetz sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und niemand darf wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Die AfD versucht sich von dem Treffen zu distanzieren, also auf Abstand zu gehen. Trotzdem gehen Hunderttausende Menschen in Deutschland gegen die AfD auf die Straße. Sie demonstrieren unter anderem für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Sie sagen, Hass ist keine Meinung. Den Link zum Bericht Geheimplan gegen Deutschland habe ich dir hier unten in die Beschreibung geschrieben. Der Artikel ist auch auf Türkisch, Arabisch, Englisch, Französisch und Russisch verfügbar. Jetzt möchte ich von dir wissen, was ist deine Meinung zu dem Bericht und den Protesten in Deutschland? Schreib es in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit den anderen. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.